Ja, Leute, ihr seht's, so richtig übles Wetter, wie es im Januar nun mal so meistens der Fall ist. Alles ist zugefroren, nass, kalt, Erkältung, einfach nur übel. Angeln gehen ist momentan für mich jetzt momentan nicht möglich. Deswegen habe ich so ein bisschen die Zeit genutzt und habe mal so ein bisschen so altes Filmmaterial von mir durchgeguckt. Ich habe da so einen dicken, fetten Ordner mit zig Sachen, die ich nie veröffentlicht habe. Dabei bin ich sogar auf einen kompletten Angelbericht gestoßen. Und zwar geht es da in diesem Bericht darum, wie man richtig heiß räuchern kann. Also für alle, die sich mit den Räuchern so ein bisschen jetzt beschäftigen, weil sie es vielleicht vorhaben im Sommer, für euch ist dieser Bericht Gold wert, weil ich war zu Besuch bei einem guten Freund von uns, Günther Steffens. Ich will jetzt nochmal an Günther nochmal sagen von dieser Stelle, schönen Dank für diesen tollen Beitrag, weil Günther hat uns mal gezeigt, wie er das Heißräuchern so praktiziert. Günther ist ein alter Hase in der Beziehung und der nimmt keine Standardsachen, die man im Laden kaufen kann, sondern der sucht sich sein Räucherholz zum Beispiel selber im Wald. Und mit diesen wertvollen Tipps ist dieser ganze Film ausgeschmückt und deswegen möchte ich ihn euch jetzt auch nochmal zeigen. Das Ganze ist jetzt schon mittlerweile 9 Jahre her, deswegen auch kein Full HD und auch von der Kameraarbeit her noch nicht so wie heute, aber trotzdem, glaube ich, recht sehenswert. Darum viel Spaß dabei. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder Hansecatch und heute geht es nicht ums Fische fangen, sondern ums Fische zubereiten. Wir sind hier bei Günther auf dem Campingplatz. Er ist hier der Meister im Räuchern und wird uns heute mal in seine Geheimnisse in die ganze Sache einweisen. Das ist er hier. Hallo Günther. Hallo. Ja. Ja, wir können das schon mal machen. Soll ich ihn da mal so rausholen, den Ofen schon mal so ein bisschen, oder? Ja, ich komme gleich mal rum, aber wir werden heute mal 4 Forellen mal fertig machen und Günther wird uns mal zeigen, so wie wir von A bis Z alles zubereiten müssen, vorbereiten und was alles dazugehört. Und da freue ich mich schon drauf. Jetzt wird Günther uns erstmal den Ofen erklären. Ja, legen wir mal los. Ja. Also so mit will ich euch den Räucherofen mal zeigen. Den habe ich gebaut. Der ist doppelwandig. Das heißt, er hat in den Wänden mit Steinwolle wird er isoliert. So habe ich das gemacht. Somit hält er seine Hitze. Das heißt, man kann dabei Kaffee trinken und räuchern. Ah, okay. Und der Räucherofen, das ist auch spezial. Der hat hier sein Thermometer. Dieses Thermometer zeigt an, wenn ich bei 40 Grad bin. Wäre die richtige Temperatur. Denn er zeigt, das ist nämlich ein Thermometer, der eigentlich für Wasser gedacht ist, für Heißwasser. Aha. Aber hier ist in dem Moment wird er mit Luft. Das ist ja die heiße Luft und somit gibt es ein anderes Resultat. Andere Gradzahl, ne? Andere Gradzahl. Ja. Und ich gehe zwischen 40 und 50, da liege ich, dann hat er drin schätzungsweise 90. Aha. Lufttemperatur. Und somit räuchere ich. Er darf aber dann auf 60 nicht hochgehen. Das ist dann für die Außenhaut des Fisches nicht das Richtige. Okay. Dann verbrennt die Haut und dann sieht er nicht mehr so gut aus. Wir wollen ja einen guten Fisch auf dem Tisch. Genau, soll ja auch gut aussehen, ne? Genau. Da haben wir zum Beispiel die obere Klappe, das ist zur Kontrolle, damit wir uns den Tisch auch mal den Fisch ganz kurz ansehen können drin. Oh, das sieht ja schon lecker aus. Ja, der riecht ja auch schon gut. Da sieht man auch schon, dass es doppelwandig ist, ne? Hier. Ja, das ist das Doppelwandige. Ne? Hier unten kann man, das ist eine Klappe, da wird ein Blech reingeschoben und dann kann man mit Späne räuchern. Das heißt, die Späne wird von unten geheizt mit Gas. Ja. Und dann fängt die Späne an zu glimmen und ja. somit ergibt das auch den Rauch.
Aha. Ne? Das kann man natürlich mit dem Ofen machen. Ich selber habe eine andere Art zum Räuchern. Ich nehme Buchen-Morschholz, das findet man in jedem Wald. Ja. Und der gibt die Wärme, die man braucht und vor allen Dingen den Geschmack nachher, den Geschmack an dem Fisch, auch die Farbe und so weiter. Okay. Aber da gibt es so verschiedene Sachen, aber ich mache es dann so und ich fahre am besten damit. Das ist richtig morschig, das Holz. Ja. Und es gibt einen wunderbaren Geschmack und auch die Brennfähigkeit ist so super. Ja. Man kann sie aufflodern lassen und man kann ihn ersticken. Und es geht trotzdem das Feuer nicht aus. Oh. Ne? Weil die Glut von diesem Morschholz, die hält. Ach so. Und wenn ich hartes Holz nehme, geht sofort das Feuer aus. Ja. Und das macht es hier nicht. Also eine ganz kostengünstige Alternative zu allen möglichen Räucherspänen oder was es alles so gibt, ne? Ja, hier braucht man keine Späne. Nee. Das wird man nachher auch sehen, ne? bei dem nächsten Vorgang. Ja, Freunde, jetzt hat der Günther schon mal euch den Ofen erklärt und schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Jetzt geht es daran, den Fisch einzulegen und die ersten Vorbereitungen laufen. Wollen wir mal gucken, was der Günther jetzt so unternimmt, damit wir nachher auch eine lecker schmeckende Forelle nachher haben. Ich nehme jetzt 5 Liter Wasser. Da gebe ich 350 Gramm Salz hinein. Rühre das bis das alles sehr milchig ist. Aber ich sehe gerade, ich brauche 10 Liter, es ist doch ein bisschen mehr. Also 700 Gramm Salz. Sehr schön. Ist ja toll. 12 Stunden dauert so etwas. Alsbin, 12 Stunden später geht es in Rauch. Genau. Wenn sie noch größer sind, kann man ruhig 2 oder 3 Stunden drauflegen. Aber dann ist er gut. Super. Der Bauch nimmt das auf, es geht dann rein ins Innere des Fischs und dann geht er morgen in den Rauch. Und dann werden wir weitersehen. Wunderbar, ich freue mich drauf. Alright. Nach 12 Stunden in der Salzlauge werden die einmal mit ein bisschen Klarwasser abgespült. Und zum Trocknen aufgehängt. Und wie lange müssen die trocknen? Bis die Oberhaut sich nach Pergament anfühlt. Aha. Und das ist in der Regel so bei Sonnenschein? Ja, sagen wir mal eine gute 1,5 Stunden. Ne? Ja. So, hier sieht man auch nochmal, dass Günther hier vorher in seiner Schale, wo das Feuer drin ist, drin gemacht wird, noch ein paar Kohlenbriketts drin sind, damit falls die Glut aufhört. Bisschen Holzkohle. Genau. Bisschen Holzkohle dazu, so ist es gewährleistet, dass das Feuer eigentlich nie ausgeht. Ne? Genau. Denn die Holzkohle die bleibt glühend. Und so fangen wir schon mal an. Lässt du jetzt diesen Anzünder mit drin erstmal, oder? Nee, der geht nachher raus. Wenn das brennt, geht das raus. Ja. Also wenn richtig Flammen zu sehen sind, ne? Ja, bloß da kriegt er jetzt schön Zug. Ja. Ne? Wenn das zieht, dann flammt er auch schnell. Und ich will den Ofen auch ein klein bisschen warm. Oh, guck mal. Da geht schon richtig los. So, der Günther hat gerade nochmal, wir sind jetzt hier gerade vom Ofen und kontrollieren das Ganze nochmal ein bisschen. Weil gerade der Anfang ist wohl wichtig, weil jetzt muss das noch alles ein bisschen am Brennen sein.
damit das die richtige Hitze bekommt. Dementsprechend muss man natürlich auch immer hier genau aufs Thermometer achten. Und so, Günther hat hier auch noch ein Blech. Falls es wirklich zu heiß wird, kann er mit diesem Blech das Feuer nochmal ersticken. Dann. Ne? Dann wird das darauf geschoben und dann... Ja, 1 Stunde sind die jetzt schon drin, die Fische. Und Günther will jetzt noch mal einmal gucken. Oh, die sehen ja schon richtig gut aus. Wow, Ne? herrlich. Die haben schon Farbe, Oha, Aber- richtig goldig. sie müssen doch ein bisschen. Bisher müssen die noch. Und Günther hat auch eben noch mal hier die Buche gewechselt und frische Buche reingemacht, damit die noch mehr Aroma kriegen. Genau. Ja Leute, nochmal zu den Temperaturen. Also wir sind ja hier am Heißräuchern. Das Thermometer, das zeigt zwar 50 Grad an, aber das ist ein Thermometer, was eigentlich für Wasser genommen wird. Und es gibt leider keine Thermometer, die Lufttemperaturen anzeigen. Also wenn dieses Thermometer hier 50 Grad anzeigt, dann hat der Ofen innen drin ca. 80, 90, maximal 90 Grad. Dementsprechend hält Günther das auch immer bei 40, 50 Grad. Aber der innere Temperaturwert von der Luft selbst hat schon mehr, also 80, 90 Grad. Und deswegen dürfen wir auch nicht mehr gehen auf 60, weil dann würde das nachher zu trocken werden, das Fleisch. Ich mach noch mal die Klappe auf. Ja, okay. Bist du soweit? Oh, ja. Also wir sind auch schon kurz vorm Exodus sozusagen. Also noch 10 Minuten oder so, dann sind die Forellen gar. Wunderhübsch. Wunderbar. Richtig goldig sind die geworden.